Es geht direkt weiter mit diesem Eibenlangbogen hier. Ihr seht, der Griff ist erfolgreich aufgeklebt worden. Insgesamt 3 Schichten sind es geworden. Originalholz, dann dazwischen einmal Robinie und obendrauf der leicht gemaserte Goldregen. Ergibt einen ganz soliden Griff. Und der nächste Schritt ist natürlich jetzt, diesen Griff auch entsprechend zu formen. Denn da ist eine ganze Menge Holz drauf und da muss deswegen auch wieder eine gewisse Menge Holz runter. Welche Werkzeuge verwende ich? Das zeige ich ganz kurz. Einmal einen riesigen Schlicht- und Planhobel. Nicht, weil es unbedingt notwendig ist, damit zu arbeiten, aber weil es eine Menge Spaß macht. Und dann immer gut zur Hand zu haben, raspeln und feilen in verschiedenen Stärken. Los geht's! Erster Schritt ist vorbei. Auf beiden Seiten ist jetzt das überschüssige Holz soweit abgetragen. Jetzt geht es ja daran, diesen Griff so zu formen, dass ich diesen Bogen am Ende ordentlich greifen kann. Das passiert völlig individuell. Mal sehen, wie viel Holz am Ende davon übrig bleibt. Ich muss natürlich aufpassen, an einer Stelle hier ungefähr 3 cm vom Rand entfernt fängt die erste Schraube an. Das markiere ich mir ganz kurz. Mit ein bisschen Puffer logischerweise, sodass ich da nicht reinkomme. Ich weiß auch immer noch, wo oben und unten ist, das ist auch wichtig jetzt gerade. Und dann kann es losgehen. Ans Raspeln. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich sei einer von diesen YouTubern, bei denen ständig alles klappt und alles super perfekt ist. Wenn man Mist gebaut hat, muss man es auch zugeben. Ich sehe 2 dieser Schrauben. Ein ganz kleines bisschen, aber man sieht sie. Jetzt zeige ich euch gleich nochmal in Nahaufnahme. Ärgerlich. Also, Plan nicht unbedingt aufgegangen. Mit der Griffform an sich bin ich eigentlich so zufrieden, habe das auch schon sehr nah an das endgültige Limit ausgereizt, aber an 2 Stellen habe ich jetzt irgendwie Kontakt zumindest zu dem Kleber schon gehabt, zu dem Hohlraum, unter dem sich dann wieder die Schraube verbirgt. Ja, wirklich, wie gesagt, ärgerlich, muss ich jetzt mit leben. Das tut allerdings jetzt der Mechanik des Bogens keinen Abbruch. Der kann nämlich genauso weiter gebaut werden, wie er gebaut werden soll. Und ja, da müssen wir als nächstes auf jeden Fall noch was an den Wurfarmen tun. Das heißt, hier muss auf jeden Fall noch etwas Holz reduziert werden in der Dicke. Wir haben hier immer noch, das ist nicht unbedingt durchs
Raspeln entstanden. Die Dicke des Wurfarms war auch hier jetzt nicht so viel größer. Muss natürlich so einheitlich sein, dass das hier, hatte ich schon mal erwähnt, nicht die Schwachstelle des Bogens wird. Wer mehr dazu erfahren möchte, einmal oben verlinkt das Bogenbau-Tutorial. An der Stelle gehe ich nochmal genau auf diese kritischen Positionen der Fade-Outs ein und warum dort auf jeden Fall ganz vorsichtig gearbeitet werden muss, weil hier zu wenig Holz, man sieht es ja auch, ist definitiv schädlich. Das muss erstmal wieder auf eine Dicke weitergearbeitet werden. Auch sehr schön, hier arbeite ich natürlich das erste Mal jetzt wieder durch diese sägeraue Oberfläche, die natürlich schon ordentlich abgestumpft und matt geworden ist. Da sieht man jetzt wieder das schöne Eibenholz, sehr schön. Das ist immer die kritische Stelle, wenn man Eibe mit Rinde bearbeitet, dann denkt man immer, bam, das Ding knallt einem in die Ohren. Tut es aber eigentlich nicht, da platzt nur die Rinde ab. Kann man dann eigentlich danach recht schön abblättern. Vorteil natürlich, man muss die Rinde nicht mühsam mit dem Ziehmesser abmachen. Na, die hält noch ein bisschen fest. Ah ne, es bröselt und fällt und es wird freigelegt. Ein wunderschöner, blanker, weißer Bogenrücken. Also ein ganz kleines bisschen muss man mit dem Ziehmesser natürlich noch nacharbeiten. Aber sehr viel lässt sich alleine da schon lösen. Dadurch schon lösen. Das wird hier auf der Seite genauso passieren. Dann seht ihr hier, passé. Will nicht abgehen hier, warum denn nicht? Ich weiß, dass das ab ist, aber es geht nicht ab. Es hat ja schon geknackt. Aha. Es hatte nur keine Lust. Spezialtrick mit der Rückseite des Ziehmessers, wenn man da eine schöne
Kante hat, kann man ganz gut Eibenrinde abziehen. Siehst du, die blättert hier doch schon ab eigentlich. Natürlich jetzt. Ups. So. Ja, die war schon lose, aber irgendwie hat sie hier vorne festgehangen und deswegen konnte sie sich nicht lösen. Trennungsschmerz. Ich versuche dabei immer so ein bisschen abzuheben. Also nicht, ja, ich selber versuche nicht abzuheben, aber ich versuche das Holz abzuheben, indem ich so ein bisschen nach oben arbeite. Dadurch fliegen in der Regel schon recht große Partien Holz ab. Ja. Das kann man doch. Muss man gar keine Arbeit mit haben hier. So, und der Rest, das sieht jetzt hier noch ein bisschen fleckig aus. Der Rest geht garantiert mit Schmirgelpapier weg. So, jetzt haben wir dort hinten noch eine kleine Stelle, bei der sich das ähnlich verhält. Diese Stelle wurde übrigens damals auch mit versiegelt. Beim Einlagerungsprozess ist mir aufgefallen, dass hier schon eben Rinde ab war, schlecht behandelt durch denjenigen, der sie gefällt hat, etc. Und deswegen habe ich hier dann auch Holzleim aufgetragen, eben damit an der Stelle das Holz nicht schneller trocknet als mit Rinde. Ob das dann was gebracht hat, werden wir später sehen. Ja, auch hier geht das relativ einfach. Und an der Stelle sind wir schon beim Leim. Das sieht natürlich jetzt unschön aus, weil durchaus grau-braun verfärbt. Mal gucken, was das dann sagt, nachdem man es geschliffen hat. Der Holzleim an sich, der geht auf jeden Fall wieder ab, das merkt man. Er bröselt so ein bisschen sogar. Die Stelle an sich sieht natürlich jetzt schon unschön aus. Da will ich direkt mal. Das probieren wir direkt mal aus. Ein bisschen Schleifpapier. Tja, das sieht wohl so aus, als würde genau das so bleiben. Sieht natürlich unschön aus. Warum wackelt denn heute eigentlich auch alles so? Das Ding wiegt gefühlt 3 Tonnen, dass das noch wackeln kann. Muss irgendwas drunter liegen. Naja. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Dann, denke ich mal, kriegen wir das Stückchen Holz schon ganz gut in Biegung. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Euch schönes Bogenbauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.